Vor kurzem war ich wieder mal in Fredericksburg und über diese Erfahrung möchte ich dir in diesem Video berichten. Fredericksburg ist eine Kleinstadt im Texas Hill Country, die wie keine andere die Geschichte der sogenannten Texas Germans verkörpert. Das ist eine gute Gelegenheit, uns mit der deutschen Auswanderungswelle in die USA und nach Texas im 19. Jahrhundert zu beschäftigen. Und natürlich dabei uns auch die interessanten Parallelen zwischen deutschen Auswanderern und welche interessanten Parallelen es mit heutigen Auswanderern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz geht. Nicht unbedingt in die USA, aber generell mit Auswanderern. Also, wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt dran. Go! Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn du diesen Kanal kennst, dann weißt du ja, dass ich vor 26 Jahren Deutschland verlassen habe, dass ich 2008 in die USA ausgewandert bin, dass sich unser Büro in Austin, Texas befindet und wir deutschsprachigen Mandanten helfen, in die USA auszuwandern oder dort ein Unternehmen zu gründen, Bankkonten zu eröffnen und sie auch im Hinblick auf alle Aspekte des amerikanischen Steuerrechts beraten. Ich organisiere regelmäßig Seminar- und Erlebnisreisen nach Texas für interessierte Unternehmer und Investoren, die sich vorstellen können, nach Texas auszuwandern. Dort befassen wir uns nicht nur in einem intensiven Seminarprogramm mit allen steuerlichen, rechtlichen, einwanderungsrechtlichen Fragen rund um eine Auswanderung in die USA, also Stichwort Green Card, Visum, sondern natürlich auch um Dinge wie Immobilien, Kontoeröffnung, Schule, Homeschooling für deine Kinder. Dann gibt es auch ein aktives Erlebnisprogramm. Wir besichtigen Immobilien, wir lernen Austin kennen, wir schauen uns kleinere Gemeinden an, wir gehen natürlich Barbecue essen, wir hören Country-Musik und wir gehen eben natürlich auch Fredericksburg besuchen. Also eine intensive Woche, wo du Austin und Zentral-Texas mal so richtig kennenlernen kannst. Alle weiteren Details und Termine auf unserer Webseite. Link dazu in der Beschreibung zu diesem Video. Nun aber zurück zu Fredericksburg. Wie viele Deutsche wissen eigentlich, dass die Region zwischen Houston und Austin auch German Texas genannt wird? Dass hier mitten in Texas viele deutsche Dörfer und Städte gegründet wurden, in der über Generationen hinweg tatsächlich bis zum Zweiten Weltkrieg fast ausschließlich Deutsch gesprochen wurde. Ich will dir das Ganze einmal auf einer Karte zeigen, auf einer alten Karte, damit du dir davon mal eine Vorstellung machen kannst. Hier also der sogenannte German Belt of Texas. Du kannst hier schon eine kleine Karte von Texas sehen und diese Region hier zwischen Houston und Austin bzw. San Antonio wurde also von Deutschen hauptsächlich besiedelt. Da unten hast du Houston, dann hast du Austin hier, San Antonio ist dort unten und all diese eingefärbten Stellen sind im Grunde Gebiete, wo Deutsche gewohnt haben. Fredericksburg, die Stadt, über die wir hier sprechen, ist hier. Als ich nach Texas gezogen bin und dort meine Ranch gekauft habe, habe ich hier gelebt, also in der Nähe von Austin. Im 19. Jahrhundert wanderten 5,5 Millionen Deutsche in die USA aus. Das musst du dir mal vorstellen. Hunderttausende von ihnen nach Texas. Alles begann mit ein paar Briefen eines deutschen Bauern, der behauptete, ein Land gefunden zu haben, in dem jeder Land besitzen könne. Sein Name war Johann Friedrich Ernst und das Land war die Republik Texas. Gerade unabhängig geworden von Mexiko, noch ein unabhängiger Staat, noch nicht Teil der Vereinigten Staaten von Amerika. Ich selbst bin 2008 in die USA ausgewandert. Ich habe viele Jahre meines Lebens in Texas verbracht. Eine Zeit lang habe ich dort auch eine Ranch besessen, wie ich es ja schon vielfach auf diesem Kanal erzählt habe. Nicht irgendwo in einer Großstadt, sondern auf dem Land in Bastrop County südöstlich von Austin. Ich habe es dir gerade eben auf der Karte gezeigt. Genau genommen lebte ich nicht direkt in Bastrop, sondern in einer kleinen Gemeinde im Kreis Bastrop. Diese Gemeinde hieß Rockney. Als ich dorthin zog, hatte ich keine Ahnung, dass ich mitten in einer der faszinierendsten deutschen Auswanderungsgeschichten überhaupt gelandet war. Rockney liegt östlich der Interstate 35, also der Autobahn I-35, die direkt durch Austin geht, die in Austin immer verstopft ist. Und diese Autobahn ist nicht nur eine wichtige Verkehrsader in Texas, sondern eine echte klimatische und geografische Grenze. Westlich der I-35 beginnt das sogenannte Texas Hill Country. Dort wird es trockener, steiniger, rauer und je weiter du westlich gehst, desto trockener, steiniger, rauer wird es und irgendwann sind wir ja dann
in der Wüste, aber das ist natürlich jetzt von Austin dann schon einige 100 Kilometer weit weg. Östlich der I-35 hingegen ist Texas eindeutig grüner. Die Böden sind fruchtbarer, das Gras wächst dichter und es ist im Allgemeinen genug Regen dort, um dort zum Beispiel Viehzucht und andere Landwirtschaft zu betreiben. So hat Johann Friedrich Ernst, von dem wir bereits gesprochen haben, dort Baumwolle angebaut. Meine Ranch lag also genau in dem Teil von Texas, der eigentlich landschaftlich sehr gut zu nutzen war. Erst später erfuhr ich etwas, das mich dann eigentlich sehr verblüfft hat. Auf halber Strecke zwischen Austin und Houston, weniger als eine Stunde Autofahrt von meiner Ranch entfernt, liegt ein Ort namens Industry. Heute ein 250 Seelenkaff. Und genau dort ließ sich in den 1830er Jahren der Mann nieder, der als erster deutscher Siedler von Texas bekannt wurde, nämlich der bereits erwähnte Johann Friedrich Ernst. Und wenn du einmal ein Bild sehen willst, wie sich ihm Texas präsentierte, dann will ich dir das natürlich nicht vorbehalten. Die Gemeinde Industry hat nämlich eine Webseite. Und dort ist auf der Homepage eigentlich ein wunderbares Bild zu sehen. Und das will ich dir jetzt einmal genau zeigen. Hier siehst du die Homepage der Stadt, der Gemeinde, sollte man sagen, Industry. Und hier siehst du ein Bild, wie es dort aussieht. Ich weiß nicht, hast du dir so Texas vorgestellt? Das erinnert mich ehrlich gesagt stark an Baden-Württemberg. Hier siehst du Felder, dann siehst du da hinten ein paar Hügel, die sind mit Bäumen bedeckt, dann siehst du immer wieder mal so verstreute Eichenbäume. So, das hat eben Josef Friedrich Ernst gesehen und hat dann davon begeistert nach Hause geschrieben. Und damit beginnt eine Geschichte, die eigentlich ein früher Vorbote heutiger Auswanderungsbewegungen ist. Denn Texas wurde für Deutsche nicht durch irgendeine staatliche Kampagne attraktiv. Es begann mit den besagten Briefen. Johann Friedrich Ernst schrieb Briefe zurück nach Deutschland an seine Familie. Darin beschrieb er Texas und spezifisch eben Industry, also stelle das Bild vor, das ich dir gerade eben gezeigt habe, als ein Land mit unglaublich viel Platz, fruchtbaren Böden und Chancen für jeden Menschen, für jeden Mann, der bereit war, einfach nur hart zu arbeiten. Irgendwie haben es diese Briefe in Zeitungen in Deutschland geschafft. Sie wurden in Zeitungen in Deutschland veröffentlicht. Johann hat das überhaupt nicht gewusst. Und plötzlich entstand etwas, das Historiker heute das sogenannte Texas-Fieber nennen. Menschen lasen diese Berichte, Deutsche in den 1830er Jahren, sie lasen diese Berichte und konnten kaum glauben, was sie dort über Texas erfahren haben. In einem der Briefe schrieb Ernst zum Beispiel: Texas ist das schönste Land, das ich je gesehen habe. Also denk immer an dieses Bild von Industry, was ich dir eben gezeigt habe. Das Land ist fruchtbar und mit wenig Arbeit kann ein Mann hier mehr erreichen als in Deutschland mit größter Mühe. Und an anderer Stelle schrieb er: Hier kann jeder fleißige Mann Land erwerben und frei leben. Er hat dann darüber gesprochen, dass es nicht mal Steuern gibt. Er hat darüber gesprochen, dass irgendwann vielleicht mal eine Gemeindesteuer erhoben werden wird. Er hat von der Religionsfreiheit gesprochen, die es dort in Texas gibt, und von vielen anderen Vorteilen auch noch. Das Einzige, so schrieb er, was er vermisst hat, waren seine Freunde. Hätte er seine Freunde in Texas, dann wäre Texas für ihn tatsächlich ein Paradies. Und er hat gleichzeitig mit diesen Briefen seine Freunde, seine Familie eingeladen, doch zu ihm ebenfalls nach Texas auszuwandern. Für Bauern in Deutschland damals, in den 1830er Jahren, die damals nur sehr wenig Land besaßen und möglicherweise aufgrund der Erbfolge auch gar nichts erben würden, klang das wie ein Versprechen auf ein völlig neues Leben. Denn die Situation in Deutschland war damals für viele Menschen, gerade für Bauern, sehr schwierig. Die Bevölkerung wuchs stark, Land wurde immer mehr aufgeteilt. Wenn ein Bauer also 5 Kinder hatte, dann wurde das Land 5-mal aufgeteilt, dann hatten diese Bauern wiederum 5 Kinder, dann wurde das 5. nochmals 5-mal aufgeteilt. Und so weiter und so fort. Viele Bauern besaßen daher im 19. Jahrhundert nur noch winzige Flächen, die eine Familie nicht mehr ernähren konnten. Hinzu kamen wirtschaftliche Probleme. Die frühe Industrialisierung zerstörte traditionelle Handwerksberufe. Viele Menschen verloren ihre Existenz. Politisch war Deutschland ebenfalls kein freier Ort. Es gab Zensur, eingeschränkte Pressefreiheit und eine Vielzahl kleiner Fürstentümer mit eigenen Regeln und Behörden, die sogenannte Kleinstaaterei. Und dann gab es noch einen Faktor, der heute oft vergessen wird, nämlich der Militärdienst. In vielen dieser Fürstentümer, in vielen dieser Königreiche gab es eine Wehrpflicht. Viele Männer wollten nicht zum Militär gehen, sie wollten der Wehrpflicht entkommen und schauten sich nach anderen Optionen um. Vor diesem Hintergrund wirkten diese Briefe aus Texas, die in der Zeitung veröffentlicht wurden, wie eine Botschaft aus einer anderen Welt. Ein Land mit Raum, ein Land mit Freiheit, ein Land mit
Chancen. Und wenn wir ehrlich sind und unsere eigene Community so anschauen, dann geht es den Menschen ja eigentlich heute um genau das Gleiche, wenn wir ehrlich sind. Jemand zieht in ein anderes Land, er erzählt davon, andere hören zu und plötzlich entsteht eine Bewegung. Heute passiert das vielfach über YouTube, über Podcasts und andere soziale Medien. Damals passierte es mit Briefen, die in Zeitungen veröffentlicht wurden. Diese Briefe hatten eine enorme Wirkung. Man darf nicht vergessen, in welchem Ausmaß Deutsche damals nach Amerika auswanderten. Ich hatte ja vorhin die Zahl schon gesagt, im 19. Jahrhundert wanderten über 5,5 Millionen Deutsche in die USA aus. Damit stellten sie im 19. Jahrhundert die größte Einwanderungsgruppe dar. Hast du das gewusst? Und ein nicht unerheblicher Teil dieser deutschen Einwanderer kam auch nach Texas. Zwischen den 1840er Jahren und 1890er Jahren ließen sich mehrere hunderttausend Deutsche in Texas nieder, in genau dem sogenannten German Belt, dem German Texas, den ich dir vorhin auf der Karte gezeigt habe. Also die Gebiete zwischen Houston, zwischen San Antonio, Austin und dem Hill Country. So groß war schließlich das Interesse an einer Auswanderung nach Texas, dass sich schließlich eine Gruppe deutscher Adliger zusammenschloss, um daraus ein riesiges, gigantisches Auswanderungsprojekt zu machen. Diese Gruppe gründete 1842 den sogenannten Deutschen Adelsverein, den Verein zum Schutz deutscher Einwanderer in Texas. Die Gründer waren meist Adlige, die Zweitgeborene waren, Drittgeborene und die Ländereien der Familie nicht erben würden. Sie versprachen sich in Texas hier den Adel aus Deutschland neu zu etablieren, was natürlich komplett gegen das damalige Demokratieverständnis in der neuen Republik verstoß, aber dennoch, sie haben es probiert. Man wollte ganze Siedlungen in Texas gründen. Der Verein kaufte dann riesige Landflächen, buchstäblich Millionen von Hektar in Texas, ließ sich dort ganz schön übers Ohr hauen und man begann aktiv Auswanderer gutgläubig zu rekrutieren. Und dann begann eins der größten Probleme dieser ganzen Geschichte. Das Land, das nämlich der Adelsverein gekauft hatte, und er hat es natürlich gekauft mit dem, was dann Auswanderer an den Adelsverein bezahlt haben. Der Adelsverein hat Auswanderungswilligen versprochen, wir zahlen euch die Überfahrt, sobald ihr ankommt, bekommt ihr dann einen Planwagen, wir organisieren Transport für euch. Ihr bekommt dann dort kostenlos Land und zwar einmal in der Stadt und dann noch außerhalb der Stadt. Dafür müsst ihr uns XYZ bezahlen. Also viele haben natürlich dann bezahlt und mit diesem Geld hat man dann eben diese riesige Fläche in Texas gekauft von Spekulanten. Und jetzt hatte ich dir ja vorhin von der I-35 erzählt, also von der einen Seite von Texas, die fruchtbar ist, sage ich mal, alles östlich der I-35 und dann alles, was ziemlich steinig und trocken ist im Westen der I-35. Und natürlich, wo haben sie dieses Land gekauft? Im Hinterland westlich der I-35. Auf dem Papier sah dieses Land natürlich großartig aus. Es war in Texas. Jeder hat sich so ein Bild vorgestellt wie das ich dir vorhin gezeigt habe, von Industry Texas, dort, wo also Johann Friedrich Ernst hingezogen war. Aber wie gesagt, das war ja auf der anderen Seite, wo es ganz anders aussieht. In der Realität ist eben das Gebiet sehr unzugänglich. Ich hatte es ja gesagt, es ist hügelig, da gibt es viele Steine, viele Büsche, viele Wacholdersträuche. Und natürlich, es war vor allen Dingen ganz tief im Gebiet der Comanchen, ohne Infrastruktur, ohne Straße, ohne sichere Verbindung. Und wenn du mal dazu lesen willst, was die Comanchen für schlimme Buben waren, die waren also wirklich nicht sehr zimperlich mit ihren Feinden. Das waren eigentlich mit so die brutalsten, die wildesten Ureingeborenen, die wildesten Indianer, die es eigentlich so gegeben hat in den USA. Tausende deutscher Einwanderer zahlten also an diesen Adelsverein Geld, in der Erwartung, dass sie in Texas fertige Farmen finden würden oder zumindest vorbereitete Siedlungen. Und das war nicht billig. Viele dieser Auswanderer mussten alles verkaufen, was sie in Deutschland hatten, ihr gesamtes Hab und Gut. Häuser, Höfe, Werkzeuge. Ganze Existenzen wurden aufgegeben, um dieses Ticket zu finanzieren. Die Reise war unglaublich lang und beschwerlich. Es ging wochenlang über den Atlantik, oft unter einfachsten Bedingungen auf Segelschiffen. Dann ging es letztlich um Florida herum, die Golfküste nach Texas hinauf im Schiff und dann wurden die Auswanderer an einem wichtigen Hafen ausgesetzt und das war Indianola. Diesen Ort gibt es heute nicht mehr, er wurde von Hurricanes zerstört, aber er war damals der wichtigste Einwanderungshafen in Texas. Das war schon schlimm genug, doch für viele Deutsche begann dann erst der eigentliche Albtraum. Sie mussten nämlich feststellen, dass von dem, was der Adelsverein dort versprochen hatte, überhaupt nichts erfüllt war. Denn gleichzeitig gab es dann hier zu dieser Zeit ein Scharmützel mit den Mexikanern und sämtliche Planwagen zum Beispiel, die man hier zur Verfügung gestellt hatte für die Auswanderer. Sie wurden dann in diesem Krieg verwendet. Das heißt also, als die Einwanderer dort ankamen in Indianola, gab es zu wenig Wagen, zu wenig Nahrung, überhaupt keine Organisation, es war komplett chaotisch. Tausende Menschen saßen an dieser Küste fest, in diesem Kaff Indianola, mit wenig Infrastruktur, während Krankheiten und Chaos ausbrachen. Statt fester Siedlungen erwartete sie eine improvisierte Situation irgendwo am Rande der Wildnis. Viele Historiker sprechen heute davon, dass die deutschen Auswanderer damals
teilweise Opfer von Betrug oder zumindest von massiver Inkompetenz wurden. Wenn man sich diese Geschichte zu Augen führt, dann merkt man, wie unglaublich mutig diese Deutschen eigentlich waren. Sie haben nicht einfach nur einen neuen Wohnort ausprobiert. Sie haben nicht einfach gesagt, ich gehe mal einfach dorthin für ein paar Monate, schauen wir das mal an. Sie haben alles auf eine Karte gesetzt. Sie verkauften ihren Hof, ihr Haus, ihr gesamtes Hab und Gut in Deutschland, um ein Ticket vom Adelsverein zu bekommen. Sie verabschiedeten sich von ihren Familien, von ihrer Heimat, von allem, was sie kannten. Und dann stiegen sie in ein Segelschiff nach Amerika, mit der realen Möglichkeit, dass sie nie wieder zurückkehren würden. Es gab keinen Plan B, kein Sicherheitsnetz. Kein Staat, keine Sozialhilfe, der sie auffangen könnte. Wenn dieses Experiment in Texas scheiterte, das wussten sie, dann war alles verloren. Und trotzdem sind sie gegangen. Sie kamen in einem fremden Land an, oft mitten in der Wildnis. Sie mussten Häuser bauen, Felder anlegen, Wege schlagen, Beziehungen zu den Indianern aufbauen und eine völlig neue Gesellschaft organisieren. Das alles mit begrenzten Mitteln und unter Bedingungen, die wir uns heute kaum noch vorstellen können. Und trotzdem haben sie es geschafft. Fredericksburg existiert heute noch. New Braunfels, eine andere deutsche Stadt, existiert ebenfalls noch. Rockney, dort wo ich gelebt habe, existiert auch noch. Diese Orte sind das Ergebnis des Mutes der Menschen von damals, Deutsche, die bereit waren, ihr Leben komplett aufzugeben. Und vielleicht ist das genau eine Botschaft, die besonders für Deutsche heute wieder wichtig sein könnte. Denn wenn man sich die deutsche Geschichte ansieht, dann erkennt man etwas, das heute oft verloren gegangen ist. Deutsche waren über Jahrhunderte hinweg ein Volk von Auswanderern. Millionen haben ihre Heimat verlassen, um anderswo neue Chancen zu suchen. Sie sind nach Amerika gegangen, nach Südamerika, nach Russland, nach Afrika. Sie haben Städte gegründet, Farmen aufgebaut, Unternehmen geschaffen. Und sehr oft waren sie auch sehr erfolgreich damit. Diese Geschichte zeigt also auch etwas anderes. Auswandern ist kein Zeichen der Schwäche. Es ist oft ein Zeichen von Mut, Selbstverantwortung und Unternehmergeist. Die Deutschen, die im 19. Jahrhundert nach Texas ausgewandert sind, warteten nicht auf eine Regierung in Deutschland, die ihre Probleme lösen würde. Sie trafen eine Entscheidung. Sie haben ihr Leben selbst in die Hand genommen. Sie bauten etwas Neues auf. Vielleicht können wir von diesen Menschen heute wieder etwas lernen. Aber die Geschichte ist ja noch nicht zu Ende. Zurück nach Texas des 19. Jahrhunderts. Also, erinnere dich dran, alles geht komplett schief, totale Katastrophe. Tausende kommen da an, Hunderttausende. Es gibt keine Organisation. In diesem Chaos haben es dann diese Siedler irgendwie geschafft, die erste deutsche Stadt dort aufzubauen. Das war New Braunfels. Gibt es heute noch, kannst du heute noch hinfahren. Aber es kamen immer weitere Menschen in Indianola an. Der Adelsverein hat hier weiter schön Werbung in Deutschland gemacht. Es kamen also immer weitere deutsche Auswanderer. Und irgendwann war auch in New Braunfels kein Platz mehr. In diese Situation tritt eine sehr interessante Figur in unsere Geschichte ein. John O. Meusebach. John O. Meusebach war eigentlich Baron Ottfried Hans Freiherr von Meusebach, geboren 1812 in Dillenburg im Herzogtum Nassau, in einer gebildeten Adelsfamilie. Sein Vater war ein bekannter Jurist und Gelehrter, der mit Persönlichkeiten wie den Brüdern Grimm verkehrte. Meusebach selbst studierte Jura, Finanzwissenschaften und Naturwissenschaften an den Universitäten Bonn und Halle und arbeitete schließlich als Beamter, als Richter und sogar als Bürgermeister von Anklam. Er sprach mehrere Sprachen fließend und war Teil eines liberalen deutschen intellektuellen Milieus. Er beschäftigte sich intensiv mit Fragen von Freiheit, Staat, Gleichheit und auch Naturwissenschaften. Er bewarb sich 1845 beim Adelsverein, denn ihn interessierte Texas schon lange. Und der Adelsverein war extrem dankbar für seine Bewerbung, denn sie mussten dort jemand hinschicken, der mal so richtig aufräumt dort mit diesem ganzen Chaos. Und tatsächlich gelang Meusebach etwas Außergewöhnliches. Meusebach war ein junger Mann, erst in seinen 30ern, als er in Texas ankam. Zeitgenossen beschreiben ihn als eine beeindruckende Erscheinung. Er war fast 1,90 groß, athletisch, er hatte rote Haare und einen langen roten Bart. Er hatte eine natürliche Autorität und gewann schnell den Respekt der Siedler. Als er in Texas ankam, traf er eine bemerkenswerte Entscheidung. Er erklärte, dass er nie wieder nach Deutschland zurückkehren wolle. Er legte demonstrativ seinen Adelstitel ab und nannte sich ab dann einfach John O. Meusebach. Er entschied sich bewusst dafür, Teil dieses neuen Landes zu werden. Du kannst dich erinnern, die Siedler hatten also Neubraunfels gegründet und Neubraunfels platzte jetzt schon aus allen Nähten. Er nahm also eine Gruppe von Siedlern mit und machte sich auf in Richtung Westen und gründete dort eine neue Stadt und diese Stadt war Fredericksburg. Sie ist ungefähr 110 Kilometer von New Braunfels entfernt.
Heute braucht man mit dem Auto vielleicht 1,5 Stunden. Damals brauchten die Siedler etwa 2 Wochen für diese Strecke. Sie mussten Wege durch dichtes Buschland schlagen, Flüsse überqueren und mit ihren Wagen unwegsames Gelände überwinden. Und wie gesagt, erinnere dich dran, das war alles damals Gebiet der Comanchen. Aber irgendwie haben sie es geschafft, eben dort anzukommen, wo heute Fredericksburg ist. Das ist dann eine schöne Ebene und dort haben sie dann eben diese neue Stadt gegründet. Und der Mäusebach, der war jetzt sehr clever. Er hat also nicht das gemacht, was man so aus Wildwest-Filmen kennt, mit so Amerikanern und Briten, wo man dann die Indianer bekämpft und wo es blutige Auseinandersetzungen gibt für Jahrhunderte lang. Er hat mit denen einen Deal gemacht, einen Friedensvertrag. Dieser Friedensvertrag ist der einzige Friedensvertrag bis heute zwischen europäischen Siedlern und Indianern, der tatsächlich dauerhaft respektiert wurde und nie gebrochen wurde. Er erlaubte den deutschen Siedlern eben in Fredericksburg ihre Stadt zu bauen. Gleichzeitig durften die Indianer dort Handel treiben und ihre Güter verkaufen. Dank diesen Friedens konnte Fredericksburg florieren. Es entwickelte sich schnell zu einem Zentrum deutscher Kultur in Texas. Über Generationen hinweg bis eigentlich zum Zweiten Weltkrieg wurde dort nur Deutsch gesprochen. Es gab deutsche Schulen, deutsche Zeitungen und deutsche Kirchen. Fredericksburg war eine deutsche Stadt im Herzen von Texas. Tatsächlich eine von vielen deutschen Städten. Und wie ich ja eingangs schon gesagt habe, war ich jetzt vor kurzem wieder in Fredericksburg. Ich hatte ja auch von der Reise gesprochen, die wir dort regelmäßig organisieren nach Texas mit interessierten deutschen Unternehmern, Freiberuflern und Investoren, die möglicherweise nach Texas auswandern wollen. Wir sind mit dieser Gruppe in einem kleinen Bus dann nach Fredericksburg gefahren. Es sind ungefähr 2 Stunden Autofahrt von Austin. Das war der letzte Tag und sozusagen der Höhepunkt der Reise. Wir liefen gemeinsam durch die Stadt, durch die Geschäfte. Wir hatten eine Stadtführung. Wir liefen über den Marktplatz vorbei an deutschen Restaurants. Es gibt dort viele Weinbars. Und während wir dort standen, da dachte ich mir, eigentlich sollte jeder Deutsche, der über Auswanderung nachdenkt, einmal diesen Ort gesehen haben. Vielleicht liegt es auch daran, dass es derzeit ja in Deutschland auch wieder so viele wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Probleme gab, wie damals im 19. Jahrhundert. In gewisser Weise erinnert mich das manchmal an die Zeit, in der die Briefe von Johann Friedrich Ernst in den Zeitungen das erste Mal erschienen. Auch damals war die Stimmung in Deutschland ja nicht besonders positiv. Und daher, was mir auch mit diesem Video eigentlich wichtig ist, dass ich denjenigen Deutschen, die heute auswandern möchten, vielleicht bist du einer davon, und natürlich die Möglichkeit dazu haben, sich ja mal mit den Deutschen zu verbinden, auch wenn es nur im Geiste ist, die diesen Weg schon einmal gemacht haben und das vor rund 200 Jahren. Denn sie haben nicht einfach nur ein neues Leben in Amerika begonnen, sie haben sich etwas aufgebaut. Heute ist Fredericksburg eines der beliebtesten Orte im Texas Hill Country. Wer dort durch die Hauptstraße läuft, merkt sofort, wie präsent die deutsche Geschichte ist. Es gibt deutsche Restaurants, Biergärten, Bäckereien und kleine Läden mit deutschem Namen. Viele Gebäude erinnern mit ihren Fassaden und mit ihren Inschriften an diese Herkunft. Mitten im Zentrum steht die Vereinskirche, die oft auch als Adelskirche bezeichnet wird. Eine Rekonstruktion der ursprünglichen Kirche der ersten Siedler. Sie diente als Versammlungsort der deutschen Gemeinde dort. Abwechselnd sonntags hielten dort die verschiedenen Konfessionen ihren Gottesdienst ab. An einem Sonntag die Katholiken, am nächsten Sonntag die Lutheraner, am nächsten Sonntag die Baptisten. In Fredericksburg gibt es auch ein sehr bekanntes Museum, nämlich das sogenannte Pacific War Museum. Es ist dem berühmten Admiral Nimitz gewidmet. Nimitz war ebenfalls ein Sohn deutscher Einwanderer und er ist in Fredericksburg geboren und aufgewachsen. Er spielte eine entscheidende Rolle im Pazifikkrieg während des Zweiten Weltkrieges. Heute gehört Fredericksburg auch zu den wichtigsten Weinzielen der Vereinigten Staaten. Tatsächlich gilt die Region als zweitbeliebteste Weinregion nach dem Napa Valley in Kalifornien. Überall rund um Fredericksburg findet man Weingüter, Verkostungsräume und Weinbars. Interessanterweise wird ein großer Teil des dort ausgeschenkten Weins aber gar nicht in Fredericksburg und im Hill Country produziert, sondern er stammt aus der Panhandle-Region in Texas, also eine Region, die sich ganz im Norden Texas befindet. Die Weinberge rund um Fredericksburg sind relativ klein, doch der Ort hat sich zu einem touristischen Zentrum des Weinhandels entwickelt. Im Norden ist das Klima besser für den Weinbau. Aufgrund der Höhenlagen dort kühlt die Temperatur nachts stark ab, was für die Weinreben sehr gut ist. Kommen wir zurück zu Mäusebach. Mäusebach gründete noch 3 weitere Siedlungen in Texas. 2 davon haben insgesamt überlebt. Er selbst blieb in Texas. Er hat sich in der Nähe von Fredericksburg eine Ranch gekauft und setzte sich dort zur Ruhe und betrieb Landwirtschaft. Er lebte dort bis ins hohe Alter und war von den Siedlern außerordentlich respektiert. Seine Ranch wurde zu einem Treffpunkt für viele wichtige Persönlichkeiten und Reisende. Viele berühmte Besucher kamen dorthin, um diesen ungewöhnlichen Mann zu treffen, der einst als deutscher Baron nach Texas kam und dort als texanischer Pionier alt wurde. In Fredericksburg ist sozusagen die deutsche Geschichte in Texas konserviert. Fast wie in einem Freilichtmuseum. Aber was ist heute außerhalb Fredericksburgs noch übrig geblieben von diesem deutschen
Texas. Und hier komme ich wieder zurück nach Rockne. Rockne, der Ort, wo ich damals gelandet bin, wo ich damals eine Ranch gekauft habe. Rockne ist überhaupt kein touristischer Ort, so wie Fredericksburg. Rockne ist auch ein kleines Nest in der Nähe von Bastrop und wiederum in der Nähe von Austin. Aber genau dort sieht man eben etwas, das in vielen großen Städten dann langsam verloren geht. In der Kirche in Rockne hängen alte Bilder mit deutschen Inschriften. Viele Familien tragen noch immer die gleichen Familiennamen wie vor 150 Jahren. In der Gemeinde existiert ein rotes Buch, in dem Familien ihre Abstammung nachschlagen können. Der Grund ist einfach. In einer kleinen Gemeinschaft, in der viele Familien seit Generationen miteinander verbunden sind, hilft dieses Buch dabei sicherzustellen, dass man nicht zu nah miteinander verwandt ist, bevor man heiratet oder jemanden datet. Ich hatte es ja vorhin bereits gesagt, ich kenne in Rockne noch einige ältere Herrschaften, die bis zur Grundschule nur Deutsch gesprochen haben. Erst dann mit dem Zweiten Weltkrieg war es nicht mehr opportun, Deutsch zu sprechen und viele deutsche Traditionen sind dann untergegangen. Man hat sich dann geschämt dafür, Deutsch zu sein und hat das Ganze unter den Teppich gekehrt und sprach eben ab dann Englisch. Vor allem aber sind Städte wie Fredericksburg oder auch kleine Orte wie Rockne Zeichen dafür, Erinnerungen daran, dass Deutsche eine lange Tradition bei der Auswanderung haben. Wenn du auch mal auf unsere Reise nach Texas mitkommst, dann werde ich dir auch gerne Fredericksburg zeigen. Es ist wirklich interessant, sich mit seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen und sich mal in die Menschen von damals hineinzuversetzen. Da findet man erstaunliche Parallelen. In diesem Sinne, wenn auch du dich mit dem Thema Auswanderung in die USA beschäftigst, wenn dich diese Geschichte inspiriert hat, dann würde ich mich freuen, natürlich von dir zu hören. Ein guter Anfang ist sicherlich dieser YouTube-Kanal oder auch unsere Webseite. Wie gesagt, wenn du vorhast, selbst in die USA auszuwandern oder dort ein Unternehmen zu gründen, können wir dich dort umfassend unterstützen. Alle weiteren Details auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Wir können gerne auch ein Beratungsgespräch führen und eben, wie gesagt, einen tollen Eindruck gewinnst du vor allen Dingen auch, wenn du einmal mit uns auf diese Reise gehst. Natürlich haben wir eine sehr lebhafte Community, auch weit über diese Reisen und Events hinaus. Wir haben unseren New Horizons Club, wo du dich austauschen kannst mit anderen Auswanderungswilligen und natürlich auch mit jenen, die bereits ausgewandert sind, wo du sehr konkrete Tipps erfahren kannst. Wir haben ein großes Netzwerk von Mandanten, die eben zum Beispiel in die USA ausgewandert sind oder irgendwo anders. Und im Grunde genommen, egal was es ist, egal welche Fragen man hat, man findet in der Regel hier in der Community Antworten oder wir können auch dich natürlich mit anderen Mandanten verknüpfen, die vielleicht schon diesen Schritt gemacht haben und die mal aus erster Hand dir berichten können, was ihre Erlebnisse so waren und auf was du besonders Rücksicht nehmen musst. In diesem Sinne würde ich mich freuen, dir das wunderschöne Texas, das wunderschöne Hill Country, das wunderschöne Fredericksburg näher bringen zu können. Und ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.